Schach ist mehr als nur ein Spiel, Strategie und Taktik, das ist unser Ziel. Jeder Zug ist ein Meisterwerk, das wir schaffen. Checkmate, wenn wir die Gegner schnappen. Hallo Schachkind, in diesem Video geht es weiter um die Schachregeln. Im Besonderen um die Rochade, das En passant und die Grundstellung der Figuren. Zu Beginn einer Schachpartie befinden sich die Figuren in einer festgelegten Grundstellung. Jede Seite, wie wir schon erwähnt haben, hat 16 Figuren, einen König, eine Dame, 2 Türme, 2 Läufer, 2 Springer und 8 Bauern. Die Figuren werden wie folgt angeordnet. Das heißt, in den Ecken stehen die Türme. Sie befinden sich auf den Feldern A1 und H1. Dann kommen die Springer, die sind auf B1 und G1. Dann Läufer C1 und F1 und dann in der Mitte stehen Dame und König. Alle Figuren stehen auf der Grundreihe oder auf der ersten Reihe und die Bauern stehen auf der zweiten Reihe. Was auch noch wichtig zu merken ist, dass die Dame steht immer auf die eigene Farbe. Das heißt, wenn wir weiße Dame haben, die weiße Dame steht auf dem weißen Feld, in dem Fall auf D1. Und genauso die schwarze Dame steht auf dem schwarzen Feld, auf dem Feld D8. Wie kannst du dir sicher sein, dass du die Grundstellung gut aufgebaut hast? Die Grundstellung schaut aus wie ein Hausdach. Also das heißt, wir haben in den Ecken die Türme sind die kleinsten Figuren, dann kommen die Springer, dann Läufer, dann Dame, König und dann geht wieder Berg runter, König, Läufer, Springer, Turm. Die Grundstellung können wir natürlich auf lichess.org trainieren. Das heißt, wir gehen schon wieder auf unsere Grundlagen und dann auf die Aufstellung. Hier in dem Fall müssen wir irgendeinen beliebigen Zug ziehen. Ich werde beginnen mit dem Zug E4. Danach sollten wir die Figuren zurück nach Hause zu bringen oder in die Grundaufstellung. Schach ist mehr als nur ein Spiel, Strategie und Taktik, das ist unser Ziel. Jeder Zug ist ein Meisterwerk, das wir schaffen. Checkmate, wenn wir die Gegner schnappen. Die Rochade ist ein spezieller Zug, bei dem der König und ein der Türme gleichzeitig bewegt werden. Dabei gibt es zwei Arten. Es gibt kleine und große Rochade. Worüber geht es überhaupt? Das heißt, wenn wir mit unserem König jetzt 2 Felder nach rechts gehen, dann kommt der Turm auch 2 Felder nach links und das nennt man eine Rochade. Das heißt, weißer König geht so und der Turm kommt auf die andere Seite. Große Rochade ist, wenn wir auf die andere Seite das machen, das heißt, der König bewegt sich 2 Felder, in dem Fall nach links und der Turm kommt daneben auf dieses Feld, auf D1. Das heißt, das Ziel von einer Rochade ist, den König zu verstecken oder zu schützen und den Turm, mit welchem wir Rochade gemacht haben, ins Spiel zu bringen. Also hier wollen wir jetzt eine Rochade machen, das heißt, wir entwickeln unsere Figur, in dem Fall den Springer, und machen wir die Rochade. Was auch noch wichtig ist, die Rochade macht man so, dass man zuerst den König zieht und dann den Turm. Das heißt, hier muss ich die Figuren wegziehen und dann kann ich erst die Rochade machen. Der schnellste Weg wäre, mit dem E-Bauer zu ziehen, dann Läufer oder Springer entwickeln und dann kommt die Rochade. Genauso, wenn wir lang rochieren wollen. In dem Fall, wie wir sehen, also Weiß hat schon mit dem Turm gezogen, aber mit dem Turm nicht. Das heißt, wenn Weiß noch nicht mit dem König gezogen hat und nicht mit dem Turm gezogen hat, die Rochade ist erlaubt. In dem Fall kann Weiß noch nicht rochieren, weil dieses Feld kontrolliert eine schwarze Figur. Das nennt man ein Minenfeld. Wenn wir das versuchen, der Computer lässt mich nicht das machen, das heißt, ich muss zuerst die Diagonale zumachen, am besten in dem Fall mit den Bauern,
Ich könnte dann den Läufer schlagen, aber wir können schon jetzt die Rochade machen. In dem Fall, der Springer bedroht dieses Feld. Das heißt, wenn wir mit dem Läufer irgendwohin weg auf diese Diagonale gehen, können wir die Rochade nicht machen, weil der Springer uns stört. Wir könnten den Springer schlagen und dann in dem nächsten Zug die Rochade machen. Hier beide Läufer decken die Minenfelder. Das heißt, der beste Weg für Weiß ist, zuerst den Springer zu schlagen, der auch uns stört. Dann können wir zum Beispiel mit dem Bauern hier ziehen, die Diagonale versperren und mit dem Springer da ziehen und dann in dem nächsten Zug Rochade ziehen. Das nächste Thema ist En passant. Was ist überhaupt En passant? Der En passant-Zug ist eine spezielle Regel, die es einem Bauern erlaubt, einen gegnerischen Bauern zu schlagen, der gerade 2 Felder von seiner Ausgangsposition aus gezogen ist, um neben ihm zu landen. Der eigene Bauer kann den gegnerischen Bauern en passant fangen, als ob er nur ein Feld gezogen wäre. Dieser Zug muss unmittelbar nach dem Doppelschritt des gegnerischen Bauern erfolgen. Andernfalls verfehlt das Recht, diesen Zug zu machen. In dem Fall hat Schwarz den Zug D5 gezogen. Das heißt, wir können schon en passant machen, weil unser Bauer auf der 5. Reihe steht oder der D5-Bauer ist ein Nachbaubauer. Und wir schlagen den Bauern, indem wir einfach normal schräg gehen. In dem Fall kann Weiß nur den Bauern schlagen, aber den nicht, weil dieser Bauer oder Nachbarbauer von dem H-Bauer gezogen hat. Schach ist mehr als nur ein Spiel, Strategie und Taktik, das ist unser Ziel. Jeder Zug ist ein Meisterwerk, das wir schaffen. Checkmate, wenn wir die Gegner schnappen. Das nächste Thema ist Patt. Ein Patt im Schachspielen ist so eine Situation, in der der Zug eines Spielers so erfolgt, dass der gegnerische König nicht im Schach steht, aber der Spieler, der am Zug ist, keinen legalen Zug mehr ausführen kann. In einem Patt ist der Spieler, der am Zug ist, in einer Art Klemme, da sein König nicht im Schach ist, aber auch keine anderen Figuren bewegen werden können, ohne den König in Schach zu setzen. Wie in dem Fall. Das heißt, wenn Weiß jetzt in dem Fall mit dem Turm hier geht, der Turm versperrt dem König die 2 Felder. Das heißt, der König kann nicht auf diese Felder ziehen. Der König kann sowieso auf die 3 Felder nicht ziehen und Schwarz kann nicht irgendeinen anderen beliebigen Zug ziehen. Mit dem Springer geht sowieso nicht, weil der Springer durch den Läufer gefesselt ist. Das wäre ein unmöglicher Zug, wenn der Springer wegzieht. Und die Bauern sind blockiert. Das heißt, nach dem Zug Turm B8, Schwarz kann nirgends ziehen, er steht aber nicht im Schach und dann ist eine Pattstellung. In dem Fall, wenn Weiß mit dem Läufer den Turm schlägt, hat Schwarz keinen Zug. Also das heißt, die Bauern sind blockiert, die Bauern sind auch blockiert. Der König kann nirgends ziehen, weil nach jedem Zug, also jedem Königszug wäre es ein regelwidriger Zug und der Bauer kann auch nicht ziehen, weil er durch den Läufer angegriffen wäre, weil der König durch den Läufer angegriffen wäre. Das heißt, wenn der Läufer den Turm schlägt, das ist eine Pattstellung. Was auch noch wichtig zu betonen ist, das wäre für den Weißen in dem Fall ganz blöd, weil dann kommt Weiß in eine Remisstellung und Remis heißt Unentschieden, was natürlich für Weiß nicht in Ordnung ist, weil Weiß einen großen Vorteil in dem Fall hat. Also das heißt, für Weiß wäre besser gewesen, mit dem Turm zum Beispiel da zu spielen, einen Schach zu setzen und dann erst den Turm schlagen. Aber ja, wir werden jetzt schauen, ob in dem Fall nach Läufer B2 die Stellung Patt ist, ob wir recht haben. Perfekt. Schach ist mehr als nur ein Spiel, Strategie und Taktik, das ist unser Ziel. Jeder Zug ist ein Meisterwerk, das wir schaffen. Checkmate, wenn wir die Gegner schnappen.